Zum ersten Mal ist an diesem Morgen Joaquin vor mir aufgebrochen. Er ist nicht der Einzige, auch Nori und 2 Deutsche sind schon gestartet. Ich wollte nur noch die Zähne putzen, aber Joaquin war schon weg, als ich meinen Rucksack aufzog. Ich werde ihn sicherlich gleich vor mir sehen. Er hat mich noch gefragt, ob es geradeaus weitergeht, was ich ihm bestätigt habe. Joaquin muss sich ein Dopingmittel in seinen morgendlichen Kaffee geschüttet haben, denn von ihm ist weit und breit nichts zu sehen. Dabei filme ich an diesem Morgen nichtmals besonders viel, was mich an anderen Morgen ja immer sehr aufhält. Ich müsste ihn schon längst vor mir gesehen haben, oder hat ihn der Nebel verschluckt. Der Nebel will sich an diesem Morgen einfach nicht lichten. Aber das ist mal etwas anderes und gibt der Landschaft einen ganz besonderen Reiz. Es erinnert mich auch daran, dass ich unterwegs nach Galizien bin. Dann komme ich an eine Wegkreuzung. Radfahrern wird empfohlen, rechts abzubiegen, um auf der Landstraße zu fahren. Der Aufstieg ist ziemlich steil und der Abstieg noch mehr. Vielleicht ist Joaquin hier abgebogen. Auf dem Bergkamm stehen Windkrafträder und die Sonne zeigt sich endlich. Bei Calzadilla del Mendigo sehe ich weit vor mir Nori wandern. Als ich ihn eine halbe Stunde später endlich einhole, entnehme ich seinem Kopfschütteln, dass er Joaquin auch nicht gesehen hat.
Kurze Zeit danach werde ich meinerseits eingeholt. Paul hat wieder ein Wahnsinnstempo drauf. Ihm ist der Tabak ausgegangen und er fürchtet, dass die Geschäfte am Nachmittag geschlossen sein könnten. Paul bleibt in San Pedro de los Hados, während ich noch weiter nach Morelia will, denn es ist am nächsten Tag näher nach Salamanca und es bleibt mehr Zeit, um sich die Stadt anzusehen. In der kleinen Herberge von Morelia mit ihren 6 Betten sind wir zu viert. Joaquín, Nori, Didier und ich. Alfonso kommt später und bekommt ein Bett in der neuen Herberge. Joaquín ist kurze Zeit nach mir in der Herberge eingetroffen. Statt vom Ausgang der Herberge geradeaus auf der Straße weiterzulaufen, wo die gelben Pfeile sind, ist er rechts abgebogen und der Straße gefolgt, auf der wir am Vortag angekommen sind. An diesem Morgen brechen Joaquín und ich gemeinsam auf. Nori ist schon fort. Er will nicht in Salamanca schlafen, sondern noch weiter marschieren. Ob wir ihn noch einmal wiedersehen werden? Joaquín lebt in Valencia, ist aber aus einem kleinen Küstenort in Kantabrien. Dieser liegt sogar am Küstenweg. Und auf meinem letzten Camino bin ich durch ihn hindurchgekommen. Aber da ich dort nicht übernachtet habe, sagt mir der Ortsname zunächst nicht sehr viel. Joaquín ist immer für 2 Wochen am Stück auf dem Camino unterwegs. Länger, so sagt er, erlaube es ihm seine Frau nicht. So ist er im vergangenen Herbst in Sevilla losgelaufen und bis Cáceres gekommen und hat den Jakobsweg nun im Frühjahr dort fortgesetzt. Er hat auch in Casa de Cáceres übernachtet, aber da er im anderen Saal schlief, haben wir uns erst am Tajo-Stausee kennengelernt. Joaquín ist historisch sehr interessiert und die Gespräche mit ihm sind äußerst kurzweilig. Die Zeit vergeht wie im Fluge und schon sind wir in Salamanca und überqueren auf der alten Römerbrücke den Rio Tormes und passieren die Stelle, wo im Buch der blinde Bettler Lazarillo de Tormes zum Schelm geschlagen hat.
Anders als die anderen Pilger, die sich, wie wir später erfahren, alle direkt ein Zimmer gesucht und geduscht haben, warten wir vor der Pilgerherberge, dass diese öffnet. Sie liegt direkt am Garten von Calixto und Melibea, 2 Figuren aus dem berühmten Stück Celestina von Fernando de Rojas. Um 12 Uhr öffnet die Herberge und wir können kurz hinein, um unsere Rucksäcke abzustellen. Vor der Kathedrale wird gefilmt. Die Kamera ist auf einem Kran an einem richtig langen Arm befestigt. Hier sind wir richtig. Joaquin hat mir erzählt, dass auf dem Muschelhaus auf einer der Muscheln irgendwo ein Frosch sitzt, ein Capriccio des Architekten. Er erinnert sich aber nicht mehr, wo der Frosch ist. Es lässt uns keine Ruhe. Immer wieder gehen wir am Muschelhaus vorbei, um danach zu suchen. Ergebnislos. Schließlich frage ich in der Touri-Info, die sich im Muschelhaus befindet. Der Frosch sitzt auf einem Schädel an der Fassade der Universität, erfahre ich. Dort entdeckt ihn Joaquin auch sogleich, im Gegensatz zu mir. Er muss ihn mir zeigen. Die Universidad de Salamanca ist die älteste Universität Spaniens und neben den Universitäten von Bologna, Oxford und Paris auch eine der 4 ältesten Europas, die immer noch existieren. Als wir endlich wieder an der Herberge ankommen, sind alle Betten bis auf 2 obere belegt. Platz für die Rucksäcke ist auch keiner mehr. Wir beschließen, in die Jugendherberge umzuziehen, doch nach dem Duschen ist es nun schon so spät, dass kaum Zeit bleibt, noch etwas zu besichtigen. Joaquin will sich das Museum des Archivs für den Spanischen Bürgerkrieg ansehen, während mich das Jugendstilmuseum reizt.
Am Abend treffen wir Alfonso auf der Plaza Mayor, der berühmtesten von ganz Spanien. Er sitzt dort mit 2 deutschen Pilgern, die wie ich in Granada losgelaufen sind. Es müssen die beiden sein, von denen mir manche Wirte auf dem Camino Mos Árabe berichtet haben, die ein paar Tage vor mir unterwegs waren. Für sie ist der Camino hier zu Ende. Am nächsten Tag kehren sie zurück nach Deutschland. Kurz vor 10 muss Alfonso zur Pilgerherberge laufen, um nicht vor verschlossener Tür zu stehen. Joaquin und ich können uns Zeit lassen, die Jugendherberge hat die ganze Nacht über geöffnet.